Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Genshin Impact. Neues Update, Ladies and Gentlemen. Da unten mal schauen, ob irgendwas gesagt wird. Oh. Scheinbar nicht. Gut, ich dachte jetzt eigentlich, jetzt kommt irgendwas, deswegen habe ich gleich gestartet. Oh nein. Ja, bla 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 bla. Neue Wischis. Klee hätte ich gerne. Warte mal, er ist auch hier dabei? Das ist ja lustig. Ein bisschen arschig, wenn du beide haben willst, aber irgendwie schon lustig, dass Hai so in beiden drin ist. Aber gut, eigentlich schon gut, ne, weil eben weil es halt so ist. Keine Ahnung, Kurs setzen auf das da. Ich benutze es zwar eh nicht, aber man kann es ja mal machen. Was ist denn hier los? Vorbereitung? What the fuck is happening? Wenn du Figuren verschiedener Elementartypen in deinen Truppen aufnimmst, kannst du deinen Gegner effektiv bekämpfen. Bring eine Pyrofigur außer den Reisenden auf Aufstieg 1. Pyrofigur, Kryo, Elektro, Hydro. Was soll jetzt denn Aufstieg? Bis auf das habe ich alles. Pyrofigur. Aufstiegsstufe 2. Ist das überhaupt gut? Die geben mir nicht einfach irgendeinen Scheiß, oder? Hey, das ist ja nicht mal golden. Ja, okay, irgendwie cool, aber... Boah, fuck, warte, ich krieg 4 davon? Holy shit. Ja gut, bis auf das erste habe ich jetzt halt eigentlich alles, ne? Reiseführer? Was soll ist das jetzt? Cool. Noch nicht abgeschlossene Legendenaufträge. Hallo, hallo? Achso, das? Ja, das muss ich halt einsammeln. Achso. Aktivieren. Einsammeln. Ja, aber braucht er noch nicht aktivieren. Das ist für später. Ja, cool. Achso, der sagt mir dann einfach, wenn irgendwas ist, was ich noch nie gemacht habe. Ja, irgendwie stark, aber auch irgendwie so... Okay. Abgelaufen. Hä? Achso, das war das dämliche Spielzeug. Wow. Wo hab ich das Ding jetzt her? Gewundener Abgrund. Achso, ja, stimmt. Ich habe eine gewundene Abgrund gemacht bis Stufe 11. Was zur Hölle ist denn der Kelch der Quelle? Der Kelch der Leere? Hä? Ist das neu? Blatt der Jade. Augenblick des Pakts. Wow, Verteidigung, leck mich. Okay. Blut des Seelen. Ja. Alter, warte mal, ich habe 711 von den Dingern. Wo sind denn die jetzt her? Wir müssen die mal eintauschen. Ja, shit, was ist hier schon wieder los? Achso, ja, stimmt. Unsere Entschädigung. Oh ja, gib mir meine Primos. Händler? Was hat der Händler für mich? Oh ja, boah, das Ding ist teuer. Das sind halt echt 30 Euro für das Teil. Ich meine, ich habe 600 Euro, 600 Euro sag ich schon, 600 von den Dingern, aber trotzdem. Wann sind die eigentlich wieder frei? Nur 18 Tage, ja gut, ich hab's nur nicht so lang. Figurenzierde. Hä? Achso, ja stimmt, das wird erst dann hinzugefügt, wenn wir das mit der Fischl gemacht haben. Oder wahrscheinlich, wenn das rum ist. Na gut, dann haben wir das. Was ist denn das jetzt schon wieder? Höhepunkte der Version.
Okay. Neue Figuren, Heiso, neue Waffe. Oh, das schaut cool aus. Die blutrote Nacht. Das ist ja irgendwie cool gemacht, also. Finde ich nicht schlecht. So, jetzt gehen wir aber mal schnell unsere Dinger wegschmeißen. In Liebe. Liebe. Eigentlich haben wir immer noch einen Haufen Nebenquests, die wir machen müssen. Warte mal, habe ich Barbara eigentlich dabei? Egal. Haben wir da schon alles? Oh, nee. Eintauschen. 600 Stück. Warte, ich kann nur... Ach so, ja, weil es 300 sind. 84.000, cool. Ich meine, mehr kann ich damit eh nicht anfangen. Cool. Cool. Sind jetzt schon wieder. Wochenendauftrag besteht 15 Herausforderungen in Sphären. Hä? Warte, warum? Der Patch hat gerade erst angefangen. Ich meine, ich bin leicht verwirrt. Wo sollen wir eigentlich hin? Aktion, so, okay. Acer Palmatum, Einladungsereignis und Probelauf. Achso, der Fischl-Ding kommt erst noch, ne? Wo ist es? Wo? Warte mal, da kommen Höhepunkte der Version. Aktion zur Version. Blablabla, Verfügbarkeit des Gebets. Das haben wir ja. Gebet flammende Schritte. Aktion, ein Sommeraufenthalt am Meer. 15. Juli. Was haben wir heute eigentlich? 13. Juli, okay. Dann können wir eigentlich einen Legendenauftrag mit dem Kazuhas machen, oder? Wobei, jetzt machen wir erstmal das Übliche, wir probieren die Charaktere aus. Jetzt probieren wir erstmal ihn aus. Schikano... Was für ein Name? Schikanonin, oder? Ich finde es halt cool, dass er mit den Fäusten kämpft, wie so ein Mönch. Charakter in irgendeinem anderen Spiel. Er wäre auf jeden Fall mal ein Animo-Charakter, den ich gern hätte. Aber der wirkt auf jeden Fall nicht stark. Ja, ganz lustig. Aber ich bräuchte dann jetzt nicht unbedingt. Mein Problem ist halt mit den männlichen Charakteren in Genshin, die wirken halt alle ein bisschen so plan. Ich meine, Kazuhas wirkt eher langweilig und er halt leider auch. Er hat coole Attacken. Aber so, nichts, was raussticht. Aber egal. Wir spielen das Zeug trotzdem jetzt alles. Ich merke schon, heute wird es keine Story geben. One with nature. As one with wind and cloud. Into the wind. Das finde ich vor allem cool, dieses Hochspringen. Ich glaube, ich habe die Klee schon ewig nicht mehr gespielt.
Dom. Und Bombardement. Ja, irgendwie spielt sie sich dann doch schon cool, ey. Aber es ist nichts, worauf ich jetzt ziehen möchte. Nachdem ich die Charaktere aus Sumero gesehen habe, nope. Okay, so, jetzt haben wir das. Ja, komm, wir fangen doch mit dem Kazuha einfach mal an. Oder fangen wir mit dem Heißohr an? Nein, wir fangen mit dem Kazuha an. Aufträge. Das haben wir auch noch nie gemacht, ey. Ein purpurer Schatten auf der Ebene. Achso, ja, erstmal muss man unseren Trupp nochmal schnell umstellen. Da soll doch die Ding rein. Also warte, der braucht gerade versuchen hinzulaufen, der ist auf einer anderen Insel. Wir sind mitten im Nirgendwo ist. It's been a while since we first set foot on Inazuma. So many things have happened since then. Die Zeit vergeht wie im Flug. Yeah, we've definitely made some progress on our journey. So, where should we go today? Warte mal. Huh? What's up? Wieso? Vorsicht. Hä? Hey, what the heck was that for? Doesn't want to talk, huh? All right, let's convince him to calm down a little. Hey, warte mal, ich kann gar nicht besiegen. Also, okay. Oh, so you don't have a vision after all. Seems like I've mistaken you for someone else. Ja, ich schaue halt aus wie jeder andere, ne? At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. No, wait. Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. It's dangerous. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? Ja, ich schaue halt total aus wie der. He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an animal vision. Warum suchst du nach ihm? Außerdem habe ich gerade Geo. That's none of your business. Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. Das war kein Fragen, du hast mich angegriffen, Penner. What the heck is this guy's problem? Coming around here, waving that weird sword in our faces, and he didn't even apologize. Seems like a real nutcase. Well, one thing's for sure. No way are we telling him anything about Kazuha. Du bist ausnahmsweise mal schlau. Hey, don't be mean. I'm on smart lots of the time. Anyway, just to be on the safe side, we should go find Kazuha right away and tell him to watch his back. Ich habe ein bisschen das Gefühl, Oh? What kind of hunch? vielleicht hat er eine besondere Verbindung zu Kazuha. A special connection? You mean beyond already knowing each other? Aber seine Bewegungen und Fähigkeiten ähneln Kazuha ein wenig. Yeah, maybe a little. But then again, most people look pretty much the same once they start fighting, so that doesn't really prove anything. Anyway, there's no time to lose. Let's go tell Kazuha so we won't get into any danger. Paimon heard that the Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for him there. Aesal Palmatum, erste Akte, ein fremder Weg ohne Freunde? Irgendwie so.
Das Lustige ist, ich habe halt komplett vergessen, dass der Kazuha bis heute noch keinen Legendenauftrag hatte. Erst wie die das in den Patch-Games gezeigt haben und so, denken wir halt, stimmt, da war was. Die Krux ist doch gar nicht hier. Achso, ja stimmt, die kommen hier mit dem Booten extra da angefahren. Hä? Hua! Ciao, ciao. Ciao, Bella. Hello? Do you know where Kazuha is? You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. Ja, der andere Typ war auch da, auch? Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off. Oh, so you still don't know what he did. I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? Das ist genauso beeindruckend wie der Kampf von Beto gegen Haishan. Really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. In that case, his newfound stardom is well deserved. He was called away earlier by some people from the Tenryou Commission. They said they had something important to discuss with him. I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. Just a little while ago, this would have been completely unimaginable. Schließlich hat sich die Einstellung von Shogun Raiden geändert. Thank you. Guess we'll go pay a visit to the Tenryou Commission. All right then. I'll just stay here and carry on trying to fend off the crowd. Ja, ja, richtig, die harte Crowd, also die hier rumläuft. Die ganzen Millionen von Leuten, die wohin treffen wollen. Ja, fuck, das ist in der ganzen Stadt, ne? Ja. Ei. Hier da oben? Bei der Kucho Sara? Hier, ich mach euer Zeug kaputt. Ja, mit euren dämlichen Büschen. Kann ich das eigentlich auch zeigen? Da, und eure Hortensien, die können euch sonst wo hinstecken. Ah ja, gib mir Holz. Junge. Oh, war sogar ein Kirschblumenbaum. Einfach rein. Wen interessiert es, ob wir rein dürfen oder nicht? Achso, das ist der andere. Keine Kucho Sara. Oh? It's you. Oh, und du bist du. Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt Decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the conversation. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the Shogunate. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply grateful. Passt schon. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaidahara name. Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already somewhat informed? Ein wenig. In short, there was once a group of select bladesmiths who served the Shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the Almighty Shogun. The Kaidahara clan belonged to this class. Also die können auf jeden Fall sehr gute Blätter schmieden. But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaidahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil. We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither proper nor just. Considering Mr. Kaidahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past.
In the interest of preventing further harassment of the Bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. This is a true honor. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the almighty Shogun and the shogunate at large. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. With the Kaedahara clan's reputation and occupation restored, the Kaedaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City with the almighty Shogun's blessing and full support of the shogunate. I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaedahara, and the art of blade making for which it stood. I do have a responsibility to restore their honor. I sense some hesitation in your words. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaedahara Kazuha in town. Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaedahara really parried the Shogun's strike. Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Animo. As a result, the falsehood that Kaedahara Kazuha was using a delusion began to spread. What? But that doesn't make sense. Using a delusion turns you old and frail, and Kazuha still looks fine. That is correct. However, to some people, the idea of a single person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom my way. But perhaps if the shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow over more quickly. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then, what brings the two of you here? Yikes! We nearly forgot about the most important thing! Du wirst Kaedahara Kazuha über den Angreifer in der Wildnis. Why would such a dangerous individual be looking for me? Hast du Schulkameraden? No. This puzzles me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. Over time, these techniques came to form something of a Kaedahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. All the more reason to watch your back! This guy was a serious nutcase. Indeed. He sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk of serious injury, or worse. In that case, I will send some men out immediately to search for him. Thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer. I will first join the traveler in investigating the one who attacked him, then give you a conclusive answer upon my return. Very well. Please stay safe. Come on. Let's go and track down your aggressor. Kazuha wirkt halt immer so hart motiviert. He knows the most about what goes on in town. Let's see what Ryuji has to say. So, aber an der Stelle machen wir nochmal Schluss. Das war es am Anfang erstmal. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Dann haben wir wieder einiges zu tun. Und ich bin auf Fischls Outfit gespannt. Das schaut so geil aus. Aber ich muss die Fischl fast mal leveln, ne?
Ich glaube, die gammelt immer noch irgendwo auf 70 oder 80 rum. Wo zur Hölle ist die Fischl? Hä? Da ist sie, Alter. Neben der Babsi habe ich sie gar nicht erkannt. Oh, 80, okay. Oh ja, stimmt. Ich hatte keine Lust, die Dinger zu sammeln. Ey, das sind nur 20 Stück, was ich brauche. Oh, aber dafür tut diese dämlichen Lampenkraut habe ich massenweise. Artefakte? Warum hat die da kein Artefakt? Achso, ja, stimmt. Ich habe die anderen Dinger weg und habe die Elektro-Dinger versucht zu sammeln und aber nur Bullshit bekommen. Egal. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.